Willkommen Leute, besser später als nie. Es ist ein neues Update rausgekommen und zwar Version 1.3.4. Hier haben wir auch mal ein bisschen mehr Änderungen und auch endlich mal was glaube ich den allermeisten gefallen wird. Und zwar erstmal Bugfixes. Fix the issue where monster debuffs gave wrong stats after reload in specific conditions. Das war glaube ich irgendwas mit The Wilds, wenn man da relockt ist oder so. Fix an issue where the Clockwork Stuff Weapon Skin was bugged with Outline Option enabled. Okay, mit Outline ist glaube ich sowieso viel gebuggt. Fix an issue where the Pet Tamer was not displayed on the Void Map in Florine. Wow, kann man machen. So, Monster Drop Changes. Increase the drop rates of the Coral Island Giant Weapons, aka die Herneswaffen, wie die Nautilus zum Beispiel. And the Lusaka Weapons, also Lusaka und Lusaka Crystal meinen die, glaube ich, damit. From Beast King Khan. Increase the drop rates of the 1v1 Rare Armor Sets from Beast King Khan, also die 150er 1-1 Sets. Increase the bonus Sunstone Drop Chance from Coral Island Giants. Sehr gut. Increase the bonus Sunstone Drop Chance from the Electricity Totem Pole and Beast King Khan. Ich weiß jetzt nur nicht genau, warum nur Electricity Totem, weil eigentlich gibt es ja 4 Totems da drin und jedes hat ein unterschiedliches Element. Und scheinbar kann nur dieses hier die noch droppen, I guess. Shifted the non-guaranteed A and B Card Drop Rates in the Wild Dungeons. Hier ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Also sie verschieben die nicht garantierten A und B Card Drops in the Wilds Dungeon. Jetzt auch nur bei The Wilds, jetzt nicht bei irgendwelchen Cursed Dungeon, auch bei anderen Schwierigkeitsstufen, also nur bei The Wilds. Haben die was umgeändert mit den A und B Card Drops? Ich weiß aber leider nicht genau, was es heißt. Das Einzige, was ich mir so ein bisschen herleiten könnte, aber das ist halt nur Theorie. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Man hat ja irgendwo immer 2 garantierte Drops. Und wenn bei zum Beispiel The Wilds. Und wenn jetzt ein dritter Drop kommt, heißt es oft, okay, B-Karte, A-Karte, Waffe oder irgendwie sowas. Also du hast meistens deine 2 Karten, deine 2 Drops, also irgendwie 2 Karten sind oder sowas. Und ich glaube, wenn man eine B- oder eine A-Karte gedroppt hat, dann hat man immer einen dritten zusätzlichen Drop gehabt. Dann waren es immer anstatt 2 Red Drops, waren es dann 3, wovon einen davon was war. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das jetzt vielleicht anders sein kann, dass wenn du zum Beispiel nur 2 Red Drop hast, dass da aber A und B sein kann. Ich glaube, aber so richtig kann ich mir auch nicht ganz erklären. Das wäre jetzt die einzige, wo ich sage, okay, das kommt ungefähr hin, dass es eventuell so ist. Aber schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren, falls ihr da genaueres wisst. Leider ist Gala da ja nicht so kommunikativ und transparent, was solche Sachen angeht. Und klar, dann versucht man halt gleich immer zu spekulieren, könnte so und so sein, ist ja manchmal falsch und so, weil man es halt nicht weiß. Updated Common Armor Drops for Coral Island Giants, Cursed Dungeons and the Wilds to be from Expansion. Ich weiß nicht, das hatten sie irgendwie zurückgerudert bei einem Announcement. After today's maintenance, we have noticed that the change related to updated common armor drops for Coral Island Giants, Cursed Dungeon and the Wilds to be from the expansion was not applied correctly, so it was temporarily reverted. We will update you when it's correctly applied. We are sorry for the inconvenience this may have on our players. This may have curse on our players and we will fix this issue as soon as possible. Updated, this issue has been fixed and we thank you for your understanding. Ja, was war gewesen? War ein bisschen kurios. Und zwar haben zum Beispiel, wie man hier sehen kann, leicht, ja, hier sieht man Dorians, also Level 160er Monster, 155er Monster, haben Katria Suit gedroppt, also der Giant. Ich sag mal, ein Level 75er Suit wünscht man sich nicht unbedingt als Drop im Level 150er Plus Bereich. Da gab es auch noch ein paar andere. Hier zum Beispiel, glaube ich, Giant Naga sieht man hier noch ganz gut. Giant Naga. Harness Boots gedroppt. Als Red Drop. Freut man sich erst, wenn so ein Fenster aufploppt. Ne? Irgendwas Cooles ist ja dann meistens immer dabei. Ja, denn sowas. The changes of the above drop chains und rate can be changed on the future updates due to in-game fairness and balance. Also sie halten sich natürlich vor, ist ja klar, die Drop Rates noch weiter umzuändern, wenn ihnen das irgendwie nicht passt. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwie monitorisieren und alles tracken und das eventuell umändern wieder.
Allerdings hatten sie einen kleinen Fehler gemacht und zwar hatten sie ein Event gepostet. Das kann ich euch nochmal kurz zeigen. Und zwar dieses hier und das hatten sie danach ganz schnell wieder entfernt. Es gab aber ein paar Leute, die das tatsächlich gescreenshottet hatten. Und zwar, Dear Players, a special item drop boosting event is coming to Fly. Starts January 18, 2024 after the maintenance, also heute mit dem Patch. Und endet am 1. Februar vor der nächsten Wartung. During this event, certain item drop rate will be boosted. Here are the details. Und da können wir jetzt gerne nochmal ein bisschen genauer reingehen. Und zwar haben wir da Coral Island Giant Weapons and the Lusaka Weapon from Beast King Khan mal 1,5 Drop Increase. Dadurch, dass sie das später wieder weggenommen haben und dass hier genau die gleichen Sachen sind, die im Update, im Patch Notes angesprochen wurden, könnte man meinen, dass eventuell das ja die Rates sind, inwiefern die Droprate erhöht wurde von den einzelnen Items. Also könnte man meinen, dass jetzt die Coral Island Giant Weapons und Lusaka Weapons ja mal 1,5 vom Drop erhöht worden sind. Wenn wir jetzt weitergehen, 1v1 Rare Armor Sets von Beast King Khan 4-mal so hoch wie vorher. Sunstone Drop Chance vom Coral Island auch mal 1,5 und Sunstone Drop Chance vom The Electricity Totem Pole und Beast King Khan jetzt doppelt so hoch. Es ist wieder nur eine Vermutung. Auf jeden Fall hat da irgendwer heftig geschlammt. Da wird man auf jeden Fall sehen, was dann die nächsten paar Giants und irgendwann auch The Wild Runs dann auf uns zubringen. Ansonsten haben wir noch General Changes. Healing Grace, was glaube ich von RM 150er One-on-One Set ist oder Support Set, will now trigger on damage over time, ticks and magic attacks. Glaube ich. Lifesteal can now also be applied from left hand Ultimate Weapon Random Bonus. Gut, was sagt uns das? Bloody Axt, FWC, Golden Axt, wo Lifesteal als ja, Main-Stat quasi mit drin ist, mit Crit-Chance, mit Crit-Schaden, gilt nicht an der Left-Hand. Also wenn du es in der Off-Hand trägst, jetzt deinen Bloody Axe oder FWC Golden Axe und in der First-Hand einen Nautilus oder sowas, dann hast du trotzdem diesen Lifesteal nicht. Das hast du nur, wenn es bei Ultimate Weapons ist. Ich sage, warum? Warum? Edit the button to delete all read mails at once. Das ist ganz cool. Renames the Snowboarder Sets to include the color and avoid confusion. Okay. Damn, Brian, haben wir noch keine Crafting Rate erhöht. Crafting lässt auf sich warten. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben tatsächlich noch echte Events. Und zwar ein EXP-Boost-Event vom 19. bis 21. Januar. Ab morgen sozusagen. Ja. Nimmt man, glaube ich, gerne mit, EXP-Events. Ich werde da versuchen, auch noch ein bisschen Zeit da zu investieren, um irgendwie noch, ja, vielleicht noch das ein oder andere Level abzuschaffen. Und wir haben noch Item Shop News. Ja, wen es interessiert. Und zwar haben wir ab heute ein Feedback irgendwie fürs Pet, damit wir es automatisch füttern können und unendlich viel Grace machen können. Call of Pickup Boost, damit können wir unser Pickup-Pad um 100% vom Run Speed erhöhen. Und eine Card Disc, auch neu, wo wir dann irgendwie als extra Bag sozusagen Cards reinmachen können, Card Pieces und sowas. Ja, wer es braucht, soll sich holen, wer nicht, der nicht. Ansonsten haben wir noch ein neues Fashion Set, finde ich eigentlich ganz cool. Einmal sieht Female so aus und Male sieht wiederum so aus. Das Backpack hier mit den Echsen sieht noch eigentlich ganz chillig aus, muss ich sagen. Ja, mit dem Herz ist auch ein bisschen lustig. Ja. Wer will, gönnt sich das. Wer nicht, der nicht. Ihr kennt's. Ansonsten haben wir noch ganz große Neuigkeiten. Und zwar wird auf jeden Fall nebenbei noch fett an wieder weiteren neuen Content gebastelt. Und es kommt mit jeder Wartung immer mehr Details ans Licht oder werden auch geleakt. Wir werden darauf ein bisschen eingehen. Zum Beispiel haben wir wenn ihr selber jetzt auf M drückt und auf Flarine geht, also die Stadt von Flaris, gibt es hier schon einen neuen Mark auf der Map und zwar Housing Spezialist, der dann wie gewohnt hier hinkommen wird. Ihr kennt es von Flive PC. Und ja, das Housing System kommt
zu Fly Universe. Wann ist natürlich noch nicht ganz klar. Es wird auf jeden Fall mit dem Update, wie gesagt, immer mehr ins Spiel hinzugefügt, was aber eigentlich noch nicht so richtig da sein sollte, weil das Housing System per se ist ja noch nicht da. Aber es gibt auch ein paar Leaker oder einen Leaker, der dazu auch noch schon mehr Informationen preisgibt. Diese werden wir uns unter Vorsicht und Vorbehalt natürlich angucken, denn es ist natürlich nichts Offizielles. Alles, was da drin steht, kann geändert werden, ob es irgendwelche Stats sind, die da drin steht und irgendwelche Werte, die man bekommen soll und so, bevor man sagt, oh mein Gott. Das kann sich natürlich bis zum Release, wann auch immer das sein soll, noch alles ändern. Aber wir gucken da trotzdem natürlich mal rein. Und zwar haben wir hier sozusagen einfach nur eine Textdatei, wo wir aber schon mal ein bisschen was herleiten können. Und zwar sehen wir hier New NPCs. Die sind alle related zum Player House und zum Guild House. Das können wir hier an der Seite ablesen. Hier haben wir einmal Player House NPC und wir haben einmal Guild House NPC. Inwiefern diese NPCs jetzt welche Rolle spielen, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ob es eine Art Level-System gibt beim Spielerhaus, beim Guildhaus, in dem du irgendwelche Sachen spendest, donatest an deine Gilde, an dein Haus und dadurch irgendwelche Werte bekommst. Das steht natürlich alles noch nicht fest, aber wir können uns das halt erstmal so alles mal einmal durchgehen und gucken, was uns eventuell irgendwie erwarten könnte. Wir haben einmal Playerhouse NPC Casanova. This NPC will grant you the following bonus when placed on the player house. Also wenn wir den NPC bei uns im Haus platzieren, XP plus 5. Der Playerhouse NPC Mison gibt uns Droprate plus 5. Punk gibt uns 2 Inventarplätze. Themas gibt uns Speed plus 5. BB Wolf gibt uns Jump Height plus 30%. Cha-Cha gibt uns Flying Speed plus 5%. Auch ein interessanter Wert. Die Frage ist, ob das zum Beispiel Rainbow Race beeinflusst. Hatter gibt uns PvE Schaden plus 5%. Alice PvE Damage Reduction plus 5%, was ganz schön insane ist, diese beiden Werte auch. Ansonsten Rulo gibt uns XP Loss Decreased Up and Death by 3%. Okay, da muss ich kurz um den einen Monitor rumschmulen. Ja, ansonsten sehen wir das hier und so weiter, ne? Dämon gibt uns AP Recovery, Gavel gibt uns MP Recovery, auch sehr gut für Supporter-Ms. Selve gibt uns FP Recovery, ja, Müll. Ansonsten haben wir noch andere Werte, wie Lala gibt uns Dungeon Free Entry plus 1 oder Tino gibt uns Edit Vendor Shop plus 1. Also das heißt, wir können einen Vendor Shop mehr öffnen? Fragezeichen. Kachu gibt uns Party XP plus 10%. Peng gibt uns Drop Rate Increase plus 5%. Nochmal. Dann sind wir auch schon fertig mit den Playerhouse NPCs. Ja, die Frage ist natürlich, was kann man darunter verstehen? Verschiedene NPCs bei sich im Playerhouse zu platzieren. Abgesehen davon wird das, wovon man ausgehen kann, wieder Pay to Win sein, dass man das bezahlen muss, um das vielleicht längerfristig zu haben. Das werden wir natürlich alles sehen. Ansonsten haben wir hier noch Guildhouse und das scheint schon ein bisschen größer noch zu sein. Und es handelt sich hier irgendwie hauptsächlich einfach nur um Drop Rate Increase plus 5%. Vielleicht sind es aber auch einfach Platzhalter. Weil wäre ja sonst ein bisschen kurios. Es ist halt auch die Frage, kann man das vielleicht irgendwie leveln, dass es vielleicht auch bis zu 5% ist oder sowas, dass man eigentlich mit 1% anfängt, man Aufgaben machen muss, Sachen, wie gesagt, donaten, spenden muss oder sowas, um das Event vielleicht auch auszulösen, dass das vielleicht auch gar nicht permanent ist, wenn man irgendwie so ein, ja, oft stellt man sich das ja so vor, man kauft irgendwie den NPC im Cash-Shop, stellt den hin und dann hat man den Wert. Vielleicht muss das aber auch durch irgendwas aktiviert werden und ist dann nur zeitlich begrenzt, dieser Wert oder ähnliches. Das steht hier natürlich alles nicht, ne? Also bevor ihr jetzt dann gleich zum Discord rüberschwappt und gleich rumheult, wir kennen ja unsere Community, ich nehme mich da ja nicht raus. Würde ich da auf jeden Fall erstmal aufpassen, das sieht noch nicht so, also mir leuchtet es auf jeden Fall noch nicht ein, wie ganz genau man einen NPC platziert und ob dieser Drop Rate Bonus und die anderen Bonis, die man da bekommen hat, ob die permanent sind oder nur zeitlich ausgelöst werden können, vielleicht auch nur einmal am Tag oder ja, gegen Penya, als Penya singt, man wird sehen, ne? Ansonsten haben wir hier noch ein paar Sachen, die ich so halb mit verdecke, und zwar
New Props, also man kann hier dann auf jeden Fall viel dekorieren. Basic Wall, Flares Wall, Cove Wall, Coral Island Wall, Forsaken Wall, Secret Room Wall, eventuell Colosseum Wall. Also man hat hier viele Elemente aus der Overworld, Metallic Construction, Saint Morning, Basic White Floor, also von Walls über Floors. Ich meine, die das Housing System von FlyFPC kennen, die wissen auf jeden Fall mit den Begriffen so ein bisschen was anzufangen. Nur haben wir hier natürlich eine wesentlich höhere Palette an Items, die wir dort einfach reinsetzen können. Props that were previously added is Chair, Globe, Desk, Platform, Table, Painting, Metaverse Stuff und da ist, ja, das ist dann wahrscheinlich so ein komplettes Set. Sofa, Seat, Table, Chair, Closet, Bench, Bed. Also da ist auf jeden Fall eine Menge zu holen. Golden Royal Stuff, Flare Stuff, Common, Sid Morning, Darkon, Coral Island, Astria, Plant, Trees, Light, Rock, Mushroom, Crystals. Also man kann da sich auf jeden Fall scheinbar ausleben. Die Frage ist natürlich nur, wie kommt man da rein? Hier sehen wir nochmal Item Packs. Zu erwarten ist eventuell, dass das natürlich irgendwo im besten Fall in Events kommt, aber sehr wahrscheinlich dann doch eher in Cash Shop landet und irgendwelche Werte mit sich bringt, eventuell. Da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel, aber es sind halt erstmal nur Namen. Man sieht natürlich nicht genau, wie es aussieht. Man kann sich aber teilweise ein paar Sachen vorstellen. Wenn man jetzt Darkon Tree, ja, wie sehen die Bäume in Darkon aus? Es gibt halt viele verschiedene. Also es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was da auf uns zukommt. Zusätzlich dazu haben wir jetzt auch noch einen übersetzten Text von ein paar Neuerungen, die auf jeden Fall noch ziemlich spannend sind. Und man sieht dort nochmal, woran die jetzt so ein bisschen arbeiten und wie umfangreich das ganze Thema Housing und vor allem Gildenhousing sein wird. Und zwar Spieler, Häuser und Gildenschiffe werden hier das Gilden, also Gildenhousing, können mit verschiedenen Requisiten dekoriert werden. Du kannst auch verschiedene NPCs platzieren, die Verstärkung gewähren. Eine vollständige Liste der Requisiten und NPCs und ihre Boni, Stand dieses Schreibens, findet ihr hier. Das ist der Link, was wir uns gerade angeguckt haben. Das führt uns zu diesem Text-Wall, wo wir gerade durchgegangen sind. Das brauchen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. Aber es geht noch ein bisschen weiter, was noch ziemlich spannend ist. Und zwar geht es noch um das Gilding-Housing. Das Guild-Housing sind anscheinend in der Anzahl begrenzt. Leere Schiffe oder leeres Housing werden versteigert und Gildenleiter können auf sie bieten. Gilden, die eine Auktion gewinnen, werden zu Besitzern des Schiffs oder des Hauses. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Schiffe sind oder Housing. Und Gildenmitglieder können sich über die Karte dorthin teleportieren, nur auf Channel 1 zugänglich. Kennt man ein bisschen von FlyFPC, die ganze Thematik. Also man kann auf jeden Fall in einer Auktion an die Gildenhäuser rankommen. Das wird ein heftiger Penja-Sing, schätze ich mal. Gerade wenn wirklich die Werte da so krass sind, die ganzen Bonis, die man da bekommen könnte. Aber das kann man sich natürlich noch nicht so ganz sicher sein. Und man kann sich mit einer Karte, die man dann scheinbar bekommt, auf Kanal 1 in dieses Gildenhousing, Gildenschiff dann teleportieren. Zusätzlich dazu wird es einen neuen PvP-Modus geben. Artefaktschlacht. Gilden ohne Schiff können sich registrieren, um die Chance zu haben, ein Gildenschiff zu gewinnen. Gilden, die ein Schiff besitzen, müssen teilnehmen, wenn sie das Schiff behalten wollen. Die Artefaktschlacht findet jeden zweiten Samstag statt. Anmeldungen werden eine Stunde vorher geöffnet. Das klingt erstmal super interessant. Gilden ohne Schiff können sich registrieren, um die Chance zu haben, ein Gildenschiff zu gewinnen. Gilden, die ein Schiff besitzen, müssen teilnehmen, wenn sie das Schiff behalten wollen. Das heißt, du mit einer Auktion kaufst du erstmal scheinbar ein leeres Schiff. Das kannst du dann eventuell ja, mit NPCs oder mit Sachen, mit Requisiten, mit Möbel bestücken. Aber irgendwann musst du das wohl scheinbar verteidigen, weil sonst eine andere Gilde in der Artefaktschlacht dieses Schiff dann übernehmen kann, was du über eine Auktion gekauft hast. So verstehe ich das jetzt. In der Artefaktschlacht müssen Gilden, die ein Schiff besitzen, ein Artefakt an einem bestimmten Ort platzieren. Ausgewählt aus einer vordefinierten Liste. Die Platzierung des Artefakts kostet Penja, die von der Gildenbank abgezogen werden. Gilden, die kein Schiff besitzen, können sich ebenfalls gegen Zahlung einer bestimmten Gebühr anmelden. Sobald die Artefaktschlacht beginnt, müssen Gilden, die ein Schiff besitzen, ihr Artefakt gegen andere Spieler verteidigen.
Der Kampf findet im PK-Kanal statt. Die erfolgreiche Verteidigung des Artefakts gewährt besondere Belohnungen sowie eine Rückerstattung eines Teils der Artefaktgebühr. Gilden, die das Artefakt in der Artefaktschlacht nicht verteidigen, verlieren das Eigentum an ihrem Gildenschiff. Das Nichtplatzieren eines Artefakts führt ebenfalls zum Verlust des Besitzes. Gilden ohne Schiff, die ein Artefakt zerstören, gewinnen das Schiff für sich selbst. Ja, also quasi wie ich mir vorgestellt habe, es klingt eigentlich ziemlich lustig, würde ich sagen, aber auch so ein bisschen brutal, wenn ich ehrlich bin. Weil du bietest auf so ein Schiff. Du zahlst als Gilde da Unmengen Cash rein. Vielleicht um das Schiff oder das Housing System, wie auch immer, dein Guildhaus, bestückst du ja mit Sachen, was wahrscheinlich auch viel Geld kostet, um bestimmte Werte zu haben, wodurch du auch einen Vorteil bekommst. Aber du bist dann gezwungen, diese Artefaktschlachten mitzumachen, ansonsten verlierst du dein Schiff oder dein Housing System. Und wenn du verlierst, verlierst du es auch. Also das ist schon ziemlich brutal. Die Frage ist, kann man mehrere bekommen oder wenn du jetzt eine Gilde hast mit einem Schiff, kannst du denn von einer anderen denn auch? Wahrscheinlich nicht, ne? Man hat ja nur seins und man hat nur den Fokus darauf, das irgendwie zu beschützen vor den anderen Gilden. Auf dem PK-Channel findet der Kampf statt. Ist das eine externe Map oder ist das in der Overworld? Das ist, ja, muss man gucken, ne? Ich finde aber, es hört sich erstmal super interessant an und mehr Content. Alle 2 Wochen ist das, jeden zweiten Samstag. Samstag ist immer so ein blöder Tag irgendwie, vor allem wenn sie es dann auch noch um 18 Uhr reinpacken oder so. Ich hoffe ja nicht. Klingt aber super, super interessant auf jeden Fall. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so davon haltet, von diesen News. Findet ihr so allgemein den Patch heute? Ich finde, das war seit langem mal so ein kleiner Lichtblick und mal was Positives von den ganzen negativen Sachen, die wir sonst immer hatten. Und auch so der Werdegang von Flappy Universe, ich meine, ist jetzt damit nicht aufgehoben und jetzt nicht irgendwie alles wieder supi-dupi cool. Aber ich finde, das ist erstmal was Positives, erstmal was Cooles. Da kann man Kraft von schöpfen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gesagt, was ihr davon haltet. Für einen Daumen nach oben würde mich natürlich sehr freuen, würdet ihr mir einen großen Gefallen tun und ein Abo da lassen, wer es noch nicht gemacht hat, natürlich noch besser. Und ansonsten verabschiede ich mich von diesem Video und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet, Leute. Haut rein und tschüssi!